Also ich habe ja hier eine neue Schwinge in dem Motorrad eingebaut und auch ein größeres Kettenrad hinten und vorne ist, glaube ich, das Original noch drauf. Und dadurch ist die Kettenlänge natürlich jetzt anders als beim Original. Ich weiß aber nicht, wie lange. Und deswegen habe ich mir hier einfach ein Seil genommen, habe hier ein paar Punkte markiert an dem Kettenrad. Da kann ich dann von hier oben bis unten durchzählen und dann die Glieder auszählen. Und dasselbe habe ich auch mit der Länge gemacht. Da habe ich das ungefähr hier so in die Mitte gehalten und dann abgemessen. Das ist eine 520er Kettenteilung hier. Und dann habe ich zurückgerechnet über die Länge, die ich ausgemessen habe mit dem Seil, wie viele Glieder zwischen den beiden Punkten hier sind, dem Punkt da und dem. Und dann die Kette zusammengerechnet und einfach eine bestellt. Und jetzt hoffentlich passt die auch, so wie ich mir das gedacht habe. So, die ist hier angekommen. Wo geht sie auf? Da unten geht es auf. Und da ist meine schöne Kette drin. Oh, ja, hier kann man ja auch noch mal sehen. 520er Kettenteilung. Hier ist 520. Keine Ahnung, egal. Hier so eine XAM Kette 520er X Street and Offroad. Schöne Hightech-Kette hier. Eine X-Ring-Kette habe ich auch geholt, glaube ich. Mit Schloss. Gut, die werde ich jetzt mal hier drumlegen und dann sehen, ob das Prinzip Seil und Auszählen funktioniert hat. Das Kettenschloss. Da ist die tolle Kette. Die messe ich jetzt erstmal direkt ab, ob das passt von der Länge und dann, wenn es nicht passt, kann ich ja direkt zurückschicken. Ja, da liegt die schöne Kette und die hat 106 Glieder mal die 15,88 mm pro Kettenglied. Kommen wir dann auf eine Kettenlänge von insgesamt 168, irgendwas. Und da muss natürlich das Schloss mitgezählt werden, deswegen passt das auch soweit. Falls die Kette jetzt doch ein Ticken zu lang sein soll, könnte ich natürlich hier ein paar rausnehmen und gucken, ob das jetzt passt. Die Kette läuft schon mal gut übers Ritzel, also die Kettenteilung stimmt. Die Werkstatt muss immer so sauber sein, dass man auch in Socken rumlaufen kann. So, jetzt haben wir das ein bisschen hier vorgedreht. Wir haben auf jeden Fall noch Spiel nach vorne. Wir sind jetzt vielleicht auf der Hälfte. Und es passt rein. Und die Kette hängt ein bisschen durch. Jetzt montiere ich mal kurz das Schloss und spindel das hier zurück. Und dann gucken wir mal, wie die Kettenspannung ist. Hier fehlt noch ein Kettenspanner, der hier hin muss. Den werde ich noch bauen müssen. Und dann sieht es schon mal ganz gut aus. So, das ist das Schloss mit dem Fett. Komm, ich mache das mal hier so. So, jetzt sieht man es vielleicht besser. Ich habe leider mein Stativ verloren, deswegen ist gerade ein bisschen blöd mit dem ganzen Film. So, das kommt hier so ab. Das ist das Fett, was dann nachher rein muss. Und das hier sind die X-Ringe. Kann man auch schön sehen. Gucken, ob ich das irgendwie gefilmt bekomme. Ich stelle mal kurz wieder um. Ja, da sieht man hier, das ist kein O-Ring, sondern ein X-Ring. Dichtet besser ab, hat weniger Reibung. Habe ich mal irgendwie durchgelesen. Ich habe mir einfach eine bestellt. Guck mal, passt sogar. Schön. Und so sieht es dann am Ende aus. Hier seht ihr, die Kette ist montiert, das Schloss ist auch drin. Hinten bei dem Zahnrad braucht ihr jetzt keine Angst haben. Die Laschen an den Muttern habe ich noch nicht umgeschlagen, aber die Testfahrt ist auch noch nicht, also die Testfahrt mache ich ja erst, deswegen kann ich die auch noch umschlagen nachher. Ritzelschutz montiert. Ich finde, es sieht ganz gut aus und war eine einfache Möglichkeit, die richtige Kettenlänge zu bestellen. Einfach ein Seil nehmen, ein paar Glieder auszählen und dann vom Seil die Länge rückrechnen auf die Anzahl der Glieder und dann klappt das schon.